Du hast Rückenschmerzen vielleicht schon seit Wochen oder sogar Monaten, gehst von Untersuchung zu Untersuchung und immer heißt es, alles ist normal und trotzdem hast du Schmerzen. Genau darüber sprechen wir heute und warum gerade Bewegung und einfache Übungen der Schlüssel zur Besserung sind. Rückenschmerzen sind unglaublich häufig. Fast jeder Mensch erlebt sie mindestens einmal im Leben. Und viele bekommen zu hören, wir finden nichts Auffälliges. Auf einer Seite ist das eine gute Nachricht. Es liegt keine ernsthafte Erkrankung vor. Auf der anderen Seite bleibt es eine große Ratlosigkeit zurück. Warum habe ich dann trotzdem Schmerzen? Die Antwort ist, in den meisten Fällen handelt es sich um eine funktionelle Ursache. Das bedeutet, dass die Strukturen an deiner Wirbelsäule, also Knochen, Gelenken, Muskel, Knorpel, Bänder, Wirbel und Bandscheibe, nicht optimal zusammenspielen. Es gibt also keine zerstörende Krankheit, sondern eine Funktionsstörung. Und jetzt wird es interessant. Diese Funktionsstörungen entstehen sehr oft durch Bewegungsmangel oder einseitige Belastungen. Wenn Muskeln nicht regelmäßig aktiviert werden, verlieren sie an Kraft oder Spannung. Wenn Gelenke immer nur in denselben Winkel bewegt werden, verlieren sie an Beweglichkeit. Und wenn wir zu lange in monotone Haltungen verharren, zum Beispiel im Sitzen, dann kommt es zu Verspannungen, Ungleichgewichten und genau den Schmerzen, die viele so kennen. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, gerade diese Art von Rückenschmerzen spricht extrem gut auf Bewegung an. Warum? Weil Bewegungen Muskelspannungen wieder regulieren, die Durchblutung verbessern, die Beweglichkeit steigern und das Nervensystem beruhigt. Viele denken jedoch genau das Gegenteil. Wenn mein Rücken schmerzt, sollte ich lieber schonen und möglichst viel liegen. Doch das ist ein großer Irrtum, denn Ruhe und langes Liegen sind für die meisten Rückenschmerzen eher kontraproduktiv. Dein Körper braucht Stimulation, er braucht Bewegung, um zu heilen und wieder Vertrauen in deine eigene Struktur zu bekommen. Und wenn du dich fragst, was du gegen deine Rückenschmerzen tun kannst, ohne großen Aufwand, ohne dass du im Fitnessstudio gehen musst, dann bleib dran. Ich zeige dir jetzt eine einfache Übungsroutine zum Mitmachen, womit du deine Schmerzen lindern kannst und deine Beweglichkeit wieder zurückeroberst. Die Übungsroutine, die ich dir jetzt zeige, ist zum Mitmachen. Und wenn du jemanden kennst, der gerade Rückenschmerzen hat, schick ihm dieses Video. Auch er oder sie können davon profitieren, wenn man etwas beweglicher wird. Also, wir beginnen mit Rückenlage. Leg dich mal auf den Rücken hin und streck deine Arme zur Seite weg. Diese Übung dient zur Mobilisation von der Iliosakralgelenk, von dem unteren Teil von der Lendenwirbelsäule bzw. der Übergang zum Becken. In diesem Bereich haben sehr viele Menschen Schmerzen. Du legst dich auf den Rücken hin, deine Arme sind gestreckt und jetzt mit einer Hand greifst du das gegenüberliegende Knie. Wichtig ist, dass du versuchen solltest, 90 Grad von der Hüfte zu halten und nicht das Knie so weit nach oben zu bringen, weil dadurch hebt das Becken zu viel von dem Boden hoch und du verlierst an Effektivität von der Übung. Und aus dieser Position versuchst du nun mit deiner Hand das Knie zur Seite zu bringen, über das gestreckte Bein und dann wieder zurück. 10-mal sollst du diese Bewegung durchführen, bring es zur Seite weg, lass deinen Arm auf dem Boden, damit du einen Hebel hast. Und wenn dein Nacken keine Beschwerden hast, guck die ganze Zeit zu deiner Hand hin. Bring das rüben, heb ein bisschen den unteren Becken vom Boden und bring es dann wieder zurück. Einatmen, wenn du das Bein reinziehst, ausatmen, wenn du es wieder zurückbringst. Einatmen, weg, Schulter bleiben auf dem Boden, ausatmen, wieder zurück.
10-mal auf der einen Seite und dann wechseln wir und machen das gleiche auf der anderen Seite. Und jetzt das Handwechsel. Mit einer Hand dein Knie wieder greifen, die Schulter bzw. der Arm bleibt gestreckt auf dem Boden und jetzt bringst du das Knie rüber, über das gestreckte Bein, so weit wie es geht und dann wieder zurück. Wichtig hier ist erstens, dass das Knie nicht zu weit nach oben Richtung Brustkorb gebracht wird und gleichzeitig lass es zu, dass den unteren Teil von deinem Rücken bewegt wird. Viele Patienten haben einfach Angst, dass wenn sie sich bewegen, die Schmerzen entstehen. Und dadurch werden sie nur steifer, steifer und steifer. Bring es zu dir rüber, so weit wie es geht und wieder zurück. Wir sind bald soweit. Langsam zum Boden, lass die Dehnung wirken und dann wieder zurück. Einmal rüberbringen. Ziehen, kurz wirken lassen und zurück. Und dann noch ein letztes Mal rüber. Und jetzt schon unser 10. Komplett nach unten ziehen und dann wieder zurück zur Mitte. Begonnen haben wir mit einer Mobilisationsübung und jetzt geht es gleich weiter mit einer Übung zur Stärkung, sowohl von deinem Bauch als auch von deinen Rückenmuskeln. Und bei dieser Übung wirst du abwechseln mit der Stärkung der vorderen Bereich, aber auch den hinteren Bereich, also Bauchmuskel, Po- und Rückenmuskel. Lege deine Hände zu Beginn auf den Boden in 90 Grad nach oben. In dieser Position wirst du automatisch auch eine Dehnung von deiner Brustmuskulatur spüren. Schulter auf dem Boden, Ellenbogen nach unten und dann zuerst das Becken heben, bis du eine schöne Linie bist von Knie, Becken und Schulter. Dann das Becken senken, Beine zu dir ranziehen und dann die Knie strecken. Und wieder senken, Schulter hoch. Das ist eine anspruchsvolle Übung. Hoch, runter, Ellenbogen auf den Boden, Beine reinziehen zu dir und dann wieder strecken. Und wieder senken. Schön hochkommen, 90 Grad von der Schulter, Beine ranziehen, zur Decke hoch und wieder senken. Mach ruhig die Übung langsam in dein Tempo, aber trau dir zu, so viel Bewegung wie möglich durchzuführen, damit du deine Muskulatur auch nicht unterforderst. Hoch und runter, Knie zu dir ranziehen zum Bauch und dann die Beine strecken. Und wieder runter. Heben Richtung Decke, Schulter nach unten drücken, Gesäß langsam senken, Beine zu dir ranziehen. Dabei sollte der untere Rücken ganz rund werden, Knie strecken nach oben, senken und wieder runter. Und nochmal. Gleich wieder hoch, Popo und Rückenmuskulatur stärken, Beine zu dir, Entlastung vom Rücken, Strecken der Beine, Aktivierung der Bauchmuskulatur. Und wieder runter, heben, hoch, senken, Beine zu dir, ranziehen, Knie strecken nach oben. Und nochmal, langsam senken, hoch, runter, Beine ranziehen zu dir, rund werden an der Lendenwirbelsäule und dann die Beine strecken. Fast soweit. Nochmal heben und senken. Beine zu dir und einmal hoch. Und jetzt machen wir weiter, gleich mit einer Dehnungsübung von den unteren Rücken. Genau da, wo so viele auch Schmerzen haben. Komm einmal nach oben und dann versuche, deine Fußsohlen zueinander zu bringen, so nah wie du kannst. Umgreife deine Fußspitze und in diese Position versuchst du als erstes, deine Knie nach außen zu bringen und dann den Rücken ganz rund zu werden. Kinn
erstmal zum Brustkorb hin und dann den Rücken richtig schön nach hinten fallen lassen. Halte deine Hände hier vorne fest, damit du eine Zugübung hast. Und dann wieder strecken hoch und ein bisschen Hohlkreuz rein. Rund werden, Kinn zur Brust, du schaust nach unten. Versuche deine Beine auseinander zu bringen. Ausatmen und wieder hoch. Und nochmal. Unten richtig rund werden. Zieh deine Schulter ganz weit weg. Hast ein schönes Ziehen auch in Brustpartie und dann aufrecht. Stell dir mal vor, ein Seil, die dir ganz weit nach oben zieht. Rund werden. So als ob du den Gurt Richtung Boden bringen willst. Und ein Seil zieht dir hoch. Und nochmal, ganz langsam, lass die Bewegung zu, gib das Becken nach hinten. Und dann wieder aufrecht. Und nochmal nach hinten fallen lassen. Und wieder aufrecht, so weit wie es geht. Und nochmal nach hinten fallen lassen. Rund werden mit dem Rücken. Aufrecht schön nach vorne schauen. Ein Seil zieht dir hoch. Und nochmal. Becken nach hinten kippen. Becken nach vorne kippen in Hohlkreuz. Und nochmal. 1, runter. Rund werden. Ausatmen, hoch. Und das letzte. Einatmen. Nach hinten richtig rund werden. Ausatmen und hochkommen. Und wenn du lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen und ohne großen Aufwand deine Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Und jetzt geht es weiter mit einer Dehnung von den Hüftbeuge. Genau in diesem Bereich haben so viele Patienten Bewegungseinschränkungen. Also schnapp den Kissen, mit einem Knie kniest du dich drauf. Das andere Bein soll jetzt halb gebeugt nach vorne sein. Probiere bewusst deine Hände hinter dem Kopf oder im Nackenbereich zu nehmen. Und jetzt machst du eine kombinierte Bewegung. Bring den Brustkorb nach vorne, die Ellenbogen auseinander und von der Hüfte aus bewegst du die Hüfte vorwärts, beziehungsweise das Becken nach vorne, bis du in den Bereich eine Dehnung spüren solltest. Was sehr viele Patienten machen, ist, dass sie zu doll in Hohlkreuz kommen und dann hinten Schmerzen bekommen. Und was du dagegen tun kannst, ist, stell dir mal vor, du würdest jetzt Schambein Richtung Brustbein zu bringen, in so einen leichten Beckenkippen zu dir und dann das gerade Rumpf nach vorne zu bringen, falls du Beschwerden hast. Also, einatmen, nach vorne bringen, ausatmen, wieder locker. Einatmen, das Becken nach vorne bringen, Ellenbogen schön auseinander, ausatmen, wieder zurück. Mach es langsam, nimm dir die Zeit. Vorteil von dieser Übung ist, dass du auch gleichzeitig dein Gleichgewicht auch arbeitest. Und wieder zurück. Einatmen nach vorne, ausatmen zurück. Ich mag eher dynamische Übungen, als wenn man jetzt halt nur in der Dehnungsposition bleibt, weil du gleichzeitig die Gelenke mobilisierst und auch einen Trainingseffekt hast. Mehr als die Muskulatur nur zu dehnen. Wir brauchen starke Muskeln und nicht nur flexibel Muskeln. Und dann tauschen wir das Ganze. Das vordere Bein kommt jetzt nach hinten, das andere kommt jetzt nach vorne und ebenfalls hier einatmen, das Becken nach vorne bringen. Lass dir Zeit, um die Dehnung zu spüren. Ausatmen zurück. Einatmen nach vorne. Ausatmen wieder zurück. Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück. Spann die Bauchmuskeln etwas an. Schambein Richtung Brustbein bewegen. Und dann wieder zurück. Einatmen nach vorne. Ellenbogen schön auseinander. Ausatmen zurück. Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück. Und noch einmal nach vorne gehen.
lass die Dehnung wirken, ausatmen, zurück und nochmal nach vorne gehen und wieder zurück und dann unser 10. Mal und wieder zurück. Und dann gehen wir gleich weiter zum Stehen. Bei unspezifischen Rückenschmerzen ist es wichtig, nicht nur den Rücken selbst, aber auch die Beine und den gesamten Rumpf zu trainieren. Mit dieser Übung aktivierst du die Gesäßmuskulatur, den unteren Rücken, aber auch deinen Hüftbeuger. Dafür solltest du dich hüftbreit auseinanderstellen und wir beginnen die Übung, indem du ein Bein gestreckt nach hinten bringst, deine Arme nach oben. Dabei ganz bewusst Gesäßmuskel anspannen, Hände wirklich auf Kopfhöhe. Ausatmen und dann das Knie zu dir ranziehen. Einatmen, nach hinten bringen, Hände hoch. Schon ein bisschen bewusst auch den Rückenmuskel schön anspannen. Ausatmen, Knie zur Brust bringen. Diese Übung dient zur Koordination, zur Aktivierung der Muskulatur und auch zur Beweglichkeit. Vor allem bei unteren Rückenschmerzen, ISG-Beschwerden, wird diese Übung wirklich gut tun. Zieh das Knie ran, bring das Bein hoch, gestreckt nach hinten, dann zu dir ranziehen, rund werden, Hände hoch, Rückenmuskel anspannen, Bein nach hinten. Und wieder ran und wieder heben und zu dir ranziehen und wieder heben und nochmal ranziehen, gestrecktes Bein heben. Beide Beine wieder auf den Boden, bisschen ausschütten und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Einatmen, nach hinten gestreckt, Arme hoch, ausatmen, Knie ranziehen. Gestrecktes Bein nach hinten bringen, Hohlkreuz, Rückenmuskel aktivieren und dann das Bein wieder ran. Je älter man wird, desto mehr verliert man auch das Gleichgewicht. Und das kommt nicht von alleine zurück. Alles, was wir nicht nutzen, wird abgebaut und das ist auch eine gute Möglichkeit, dein Gleichgewicht zu trainieren, stabil zu bleiben, Knie zur Brust, Hände strecken über den Kopf, Hohlkreuz gehen, Gesäß anspannen, wieder zurück und heben, zu dir ranziehen, rund werden, Bein gestreckt nach hinten, Händen hoch und ranziehen zu dir, gestreckt, Hände heben und nochmal, gestreckt, Hände heben und das letzte Mal, ranziehen, Hände heben und hoch. Und jetzt verstärken wir diese Übung, indem wir noch mehr die Rückenmuskulatur aktivieren und jetzt sowohl eine Dehnung vor der vorderen Partie haben, als danach auch eine Dehnung für den hinteren Rücken. Stell die hüftbreit auseinander, deine Knie sind gestreckt und dann bring deine Arme nach oben, so 45 Grad und lass die Hände nach hinten kommen, um sie dann wieder nach vorne führen und Richtung Boden bringen, so weit wie es für dich geht. Einatmen, hochkommen, Hände auseinander, 45 Grad in die Streckung rein, ausatmen, Hände nach unten, Rücken ganz rund lassen. Einatmen und die Hände nach hinten bringen. Je weiter du nach hinten kommst, desto schwieriger ist die Übung. Hier sollst du eine Dehnung spüren. Ausatmen, Hände zusammen und nach unten greifen. Du kannst die Übung steigern, so weit wie du das zutraust. Aber denk dran, der Körper passt sie nur an und wird stärker, wenn du auch mehr von deinem Körper förderst. Hochkommen und langsam wieder runter. Du kannst sie mit Übung in den allermeisten Fällen nicht kaputt machen. Du kannst dir nicht schaden, du kannst nichts noch weiter beschädigen. Übungen sind nicht schlecht. Genau das Gegenteil. Und auch wenn viele sagen, ich bewege mich den ganzen Tag und mache alles im Garten, im Haushalt und so weiter, das ist nicht das Gleiche, als wenn du gezielt Übungen durchführst für deinen Körper.
Ausatmen, runterkommen. Und noch einmal heben, weit nach hinten. Ausatmen, Hände zusammen und runterkommen. Einatmen, Hände nach hinten, noch ein letztes Mal. Ausatmen und schön nach unten rollen. Und das war's. Mit dieser Übungsroutine aktivierst du deine Bauchmuskulatur, deine Rückenmuskulatur, bewegst Hüfte, Lende, Brust, dein Rumpf. Das ist der Schlüssel, um unspezifischen Rückenschmerzen zu behandeln. Sei aktiv. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei unserem nächsten Video. Ciao!